24 Angler. There we go! 13 Angeltage. Never surrender. 4 Gruppen. 3 Zielfische. Yes! Eine Finalrunde an einem unbekannten Ort. Yes! Und ein Pokal. Der YPC Bank 2022 wird präsentiert von Hearty Wise. Feel the difference. Scotty Just Grill Anywhere. Und LMAB. Every great story starts with a cast. Hallo liebe Zuschauer und herzlich willkommen zur 20. Episode des YPC Bank 2022 und damit zur letzten Folge der Zwischenrunde. Heute finden wir heraus, welche 2 Angler die Finalrunde komplettieren. Folgendermaßen sind die Ausgangslagen. Quantum-Team-Angler Jonas Töllner hat als einziger Angler eine Fullcard und kann sich bereits darauf konzentrieren, seine Fische abzugraden. Ein 45er Zander ist momentan sein punktschwächster Fisch. Ton van Ham von Westin ist nach einem zähen Start mit nun 2 Ü70er Hechten auf Platz 2 angekommen. Er wird es nun am Fluss auf Zander und Barsch versuchen. Fox Rage Pro Staffer Patrick Marable hat an 2 verschiedenen Kanälen je einen Barsch fangen können, darunter einen auf Topwater, wodurch er sich 10 Bonuspunkte einheimsen konnte. LMAB Produktentwickler Enrico Di Ventura konnte recht früh am Tag 2 Hechte landen, doch 2 Fehlbisse und ein Aussteiger beim Barschangeln ließen ihn von der Tabellenspitze bis auf Platz 4 zurückfallen. Teamangler Markus Eule hat einen schwierigen Start, doch um die Mittagszeit konnte er immerhin schon 2-mal den heimtückischen Barsch fangen, der ihm in der Gruppenphase noch relativ große Probleme bereitet hatte. Daniel Andriani von Hecht und Barsch.de verzockte sich mit seinem ersten Spot total und ist nach einer langen Autofahrt nun wieder an dem Kanal, der ihm in der Gruppenphase den Meterhecht auf Topwater brachte. Wer folgt Landry und Lewis ins Finale? In einer guten Stunde wissen wir mehr. All right. We arrived at the second spot for today. Actually the third spot. To try and catch some perch and zander, of course, huh? So that's the only species we still have left. So we're just going to switch the boxes quick. I did my preparation, I put them already in front of my bag. So we take them out. The rod is already prepared, so it's really not a big deal. There we go. Right boxes, yes. Put some topwater lures in as well. You might never know, if we catch the full card quickly, then we might use it. And then we start with a clear water crankbait. So Jungs und Mädels, noch einmal kurz die Planänderung. Ich habe eben einen Geheimtipp gekriegt von unserem Rentner Franz aus dem Wasserwerk. Er hat gesagt, Eule, wenn du Hechte fangen willst, da gibt es einen Polder, da sind viele kleine Hechte drin. Da kriegst du ihn schneller auf jeden Fall, wie hier am Kanal. Also, jetzt probiere ich das eine halbe Stunde, kriegst du gerade ein bisschen Zeug. Ein paar Spinnerbaits, gell? Ein bisschen dunkelkalte, so Black and Blue und so Sachen. Dann nehmen wir noch den Butcher mit natürlich, weil vielleicht machen wir wirklich jetzt eine Metzgerei da drin, man weiß es ja nie. Also, drücken wir die Daumen und vielleicht kriegen wir sie die Fullcard. Wäre doch mega geil, oder? Wenn der Eule Fullcard hätte, zweite. Ah, Fisch! Ah! Ja, der guckt da mal, der hat zugehalten, pass auf. Nein, der will nicht mehr. Das wär's gewesen, Alter. Aber hier gibt es Hechte, mein Freund. Ja. Nein! Das war ein richtig guter Fisch. Fuck! Fuck! Das war der Zander, den wir brauchen.
Wir angeln jetzt hier die ganze Zeit Hopping hier. Und direkt vor den Füßen ist gerade der safe Upgrade-Fisch eingestiegen. Wir haben ihn nicht gesehen. Ich gehe aber vom großen Zander aus, also wirklich ein großer Zander. Das ist eine schwere Route. Der ist einfach marschiert. Kacke. Entschuldigung, aber also das wäre Mist. Pass auf, ich habe mich jetzt laufbereit gemacht. Ich mache jetzt immer zwei Schmiss auf unserer Uferseite. Lauf ganz langsam und Ding und dann mache ich wirklich Schmiss auf Schmiss parallel ans andere Ufer. Umso näher wie der Wobbler am Ufer aufkommt, umso mehr Bisse kriegen wir. Oder beziehungsweise der Köder. Gell? Ah! Porca miseria, immer wenn man sie braucht. Da stimmt doch was nicht, Alter. Markus bekommt am neuen Spot sofort reichlich Fischkontakt. Enrico hat das Barschangeln fürs Erste aufgegeben und probiert es auf eine neue Fischart. Ein bisschen Energie getankt, ein bisschen Wasser getrunken. Jetzt jigge ich erstmal auf Zander. Wir sind hier an so einer Einfahrt und ich hoffe, dass hier, auch wenn das Wasser doch relativ klar ist, dass ich hier einen Biss kriege. Sollte ich hier in einer halben Stunde keinen Biss bekommen, gehe ich vielleicht noch mal meine Zanderstelle aus der Vorrunde und fische da vielleicht noch mal 1-2 Stunden, um dann in den letzten 1-2 Stunden hier noch mal auf Barsch zu fischen. Alles andere wäre jetzt einfach Blödsinn, viel durch die Gegend zu fahren, viel Zeit zu verlieren. Aber ich probiere es jetzt erstmal hier. Vielleicht habe ich ja Glück und es klappt. So Leute, wir sind jetzt wieder an einem Kanal, wo ich letztes Mal ein riesen Glück hatte, einen richtig großen Hecht zu bekommen auf Topwater. Und jetzt würden wir wieder den Kanal probieren auf Topwater und hoffen wieder, dass ein Hecht und ein Barsch aufgeht. Ich habe auch eine zweite Route mitgebracht mit einem Multi-Vibe aufgebaut auf der Route. Dann würde ich immer ein paar Würfe machen mit Topwater. Jetzt habe ich die Usuri Stickbait wieder drauf. Ja. Und wird einfach wechseln zwischen den zwei Köder und hoffen irgendwie Barsch und Hecht zu finden. Also eigentlich beide. Gibt es auf jeden Fall beide her. Haben wir auch letztes Mal gesehen. Brauchen ein bisschen Glück, dass die wieder in Beißlaune kommen irgendwann. Ich finde es sowieso auf dem Gewässer hier besser nachmittags. Also ich habe besser nachmittags gefangen. Und weil wir so viel Zeit verschwendet haben an erster Stelle, ist es mittlerweile nachmittags. Also das Gute ist, wir können hoffentlich bald ein bisschen erwarten. Popper führe ich bewusst über die Rolle und nicht über die Route, weil über die Route ist mir das Ploppen zu laut häufig. Und wenn man das über die Rolle führt, ist es ein dezenteres Plop, Plop. Und über die Route, wenn man schlägt, geht es Plop, Plop. Und das kann, gerade wenn es flacher ist, hier vorne ist relativ flach, schnell Scheuchwirkung haben. Eventuell bei trübem Wasser kannst du gar noch vielleicht die Fische eher darauf aufmerksam machen, aber ich gehe davon aus, dass selbst das dezente Ploppen schon deutlich wahrnehmbar ist und dass sie dann schon darauf reagieren. In dem Sinne, let's catch a second one. Hechte, Kanal da. Wie geil ist denn das bitte? Mühsam ernährt das Eichhörnchen.
Und eine schmale Vollkarte ist auch ein ganzes Menü, Alter, ich schwör's euch. Wie mega ist denn das bitte? Hey, mein Freund, bleib locker, ich mach da nichts. Ich hab gewusst, dass du in dem Gumpel stehst, mein Freund. Ich hab den Gumpel gesehen, hab gewusst, du wohnst da. So, Jungs, das Blut ist von mir, nicht vom Fisch. So, Jungs, ihr seht's, Alter, mein Körper ist ein Wrack. Das ist ein richtig geiler Cut, Alter. Ich habe jetzt den Fisch da abgehakt, ins Herrn gesehen, im Kescher, dass es ihm gut geht und habe mich jetzt erstmal versorgt. Und das ist schon durchgeblutet. Das ist ein richtig guter, tiefer Schnitt bis auf die Knochen. Aber der ist es wert. Und den Daumen brauche ich halt nicht mehr, das garantiere ich euch. Wichtig ist mein Wurffinger. Boom! Und für einen Polter, Alter, ist das gar kein kleiner Pike, gell? Jungs, für den Polter geht er. So, Adrian, Filmfang liegt da an. Genau 80, oder? Super! So stellen wir uns das vor. So, Alter, den Gumper habe ich gesehen, den Fisch habe ich vermutet. Das ist alles gut gegangen. Das ging ja ziemlich schnell, gell? Ihr habt es gesehen, Blutzoll habe ich wieder bezahlt. Geil. Ich würde sagen, da machen wir noch ein paar Meter, weil wir haben 22er Barsch noch abzugraden, bevor wir an den Zanderdrah gehen. Oh, das ging fix. Nach einigen Fehlattacken kann Markus einen 80er Hecht eintüten und klettert damit vom 5. auf den 2. Platz. Der Plan, hier noch einen 2. Hecht nachzulegen, um einen kleinen Barsch zu ersetzen, klingt angesichts der bisherigen Fischaktivität absolut realistisch. Ja, wir sind weitergefahren. Immer noch Kanal. Einmal Kanal, immer Kanal heute. Wir haben hier so ein bisschen aufgestautes Wasser, wodurch hier ein bisschen Druck drauf ist. Wir probieren es mal. Ne? Also wie gesagt, der Zander, irgendwas mit einer 5 auf jeden Fall vor, wäre wichtig auf jeden Fall. Ob es reicht, weiß ich überhaupt nicht. Also wir wissen ja heute überhaupt nicht, ob und was die Kollegen fangen. Mit dem jetzigen Fischen, außer der Barsch, sag ich mal, muss da noch was passieren. Das Wetter wird irgendwie komisch, das ist ziemlich drückende Luft. Der Wind wird doller. Ich glaube, der Zander wird immer schwerer zu kriegen. Deswegen machen wir jetzt auf jeden Fall noch mal die nächste Zeit Zander, bevor wir mit dem Hechtangeln anfangen. Weil die Hechte im flachen Polder da wenig dran auszusetzen haben. Oder weniger als der Zander mindestens. Deswegen, also ein paar Stellen werden wir jetzt noch auf Zander fischen, bevor es dann mit dem Hecht tatsächlich losgeht. Nicht groß. Ah, kein Upgrade. Das ist, glaube ich, kein Upgrade. Was hatten wir für eine Größe? Ah, doch, das könnte doch sein. So, es hat geklappt. Ein Fischchen ist wieder da. Das ist immer noch nicht der ganz große. Wir messen ihn mal schnell. Ich kann es euch gar nicht genau sagen. So. Nicht viele, aber ein paar Punkte. Mühsam ernährt sich das Eichhörnchen. Und der kleine Giftzwerg darf wieder rein. Oh, genau so hätte ich mir doch vorgestellt, dass er das so macht. Ja, immerhin mal wieder ein Fisch. Nur 6,5 Punkte Upgrade, klassische Luxusprobleme beim Tabellenführer, denn einen Zander hat außer Jonas bisher überhaupt niemand in der Gruppe, auch Ton nicht. Alright, so we fished the first part of the stretch with cranks, the really bright part, so if you ask me, a bit too clear water. Now we arrived at the spot where the water is a little bit less clear. And that's exactly what we are searching for to catch our zanders in. So we put on a zander bait and we do some jigging here. And of course, during the jigging for zander, we can also catch a perch perfectly. If they're a bit deeper, we had it in the first round, by the way. The biggest perch came on the bulties. So let's go. So, ich habe jetzt spontan doch nochmal den Spot gewechselt, bin nochmal zum Zanderspot gefahren. Wasser ist sehr klar, genauso wie auf der anderen Ecke auch, da wo ich heute war.
Ist natürlich schwierig bei so klarem Wasser dann vernünftig auf Zander zu angeln, aber ist nicht unmöglich, also gerade nicht in diesem Gewässer. Mache jetzt aber erstmal ein paar Würfe an der Steinpackung entlang mit dem Multivibe, weil hier immer wieder auch mal ein guter Barsch stehen kann. Auch ein, zwei in die Buhnenmitte und kurz vor dem Buhnenkopf und dann jigge ich die andere Seite einfach aus. Dem Ganzen gebe ich jetzt ungefähr eine Stunde, anderthalb und dann muss man sehen, was man aus dem Rest des Tages noch machen oder rausholen kann. Alles andere als einfach heute. Alles andere als einfach. Aber gut, wer hat schon gesagt, es wird einfach. Ich glaube auch, dass es für die anderen Teilnehmer nicht einfach ist. Also ich glaube jetzt nicht, dass einer in 2 Stunden Fullcut hatte. Kann natürlich sein, dass Patrick oder Ton, weil sie sehr produktive Spots haben, aber ich glaube, es ist schon schwierig generell heute. Weiß ich aber nicht. Kann natürlich auch sein, dass ich jetzt hier mir selbst nur Hoffnung einrede. So, die Taktik ist jetzt eigentlich ganz einfach. Entlang des Ufers, Einwurf Topwater, Einwurf Twitchbait bzw. Jerkbait, weiter. Und so mache ich das jetzt eine halbe Stunde lang, bis ich bis ich einen Hecht fange, egal auf welchen Köder. Oder halt die Zeit rum ist, weil dann geht es woanders hin. Und dann ist mir auch egal, ob ich noch hier einen Topwater-Barsch fangen könnte oder nicht. Weil dann geht es einfach darum, dass ich irgendwie den Hecht und danach den Zander kriegen muss. Und der nächste Spot dann, den ich dann anfahren würde, ja, wäre halt das gleiche wie ich am ersten Tag schon, den kleinen Mini-Polder. In der Hoffnung, dass einer von den beiden Hechten, die ich da als Kontakt hatte, den Köder richtig nimmt und ich dann mit den Hecht machen kann und dann die restliche Zeit dafür verwenden, wo ich hoffe, so 1 bis 2 Stunden zu haben für Zander. Mal schauen, ob der Plan aufgeht. So, der ist nicht ganz so schön, aber lass mich mal kurz rechnen. Barsch 22 mal 2 sind 44. Der hat über 45. Upgrade. Geil, geil, geil. So. Genau 60, oder? So, ein 60er Hecht. Ein Traumfang! Aber den muss man auch erst mal fangen, gell? Ich sag's euch. Ja? Bye, bye, Junge. Wir sehen uns vielleicht in 10 Jahren, wenn ich vom Solmo vorbeikomme. Okay? Bis doch die fleißig weiter wachsen, Mann, Junge. Geil. Adrian, ich bin zwar körperliches Wrack jetzt, hat beide Knie kaputt. Daumen muss genäht werden. Aber, ich glaube, sieht ganz geil aus mit einer Fullcut. Pass auf. Gebissen hat er natürlich wieder auf das Spinnerbait, ist ja klar, in 10 Gramm. Ganz dunkel gehalten. Schwarze Trailer drauf. Ein Trailerhook. Trailer, ihr kennt ihn, oder? Hä? Okay, super. Mega geil. Cool. Jetzt muss ich mal kurz mal Gedanken machen, mich sammeln. Eine lustige Zigarette rauchen. Und dann gucken wir, ob wir Zander fangen oder ob wir da vielleicht noch eine raushauen, weil es macht ja Spaß. Oder es geht ja um Spaß. Geil, geil, habe ich richtig Bock. 16 Punkte Verbesserung. Markus kann sich auf Platz 2 etwas Luft verschaffen. Wir sind gespannt, wie seine Entscheidung nach der Pause ausfallen wird. Ah, genau. Der Nachteil mit Shorts in so einem Dschungel ist, dass der Beine wird richtig zernäht. Die brennen jetzt bei mir. Also der Abschnitt war tatsächlich relativ schmerzhaft an den Beinen. Kein Fisch weit und breit. Dafür die Beine kratzen wie, ich weiß nicht, was so kratzt, aber die kratzen. Boah, die brennen. Von den Brennnesseln. Und die gibt es mehrere, sage ich mal,
ungemütliche Pflanzen hier in Holland. Nicht nur die Brennnessels und die sind schlimm, aber es gibt so viele kleine Sachen mit kleinen Dornen und so. Klar, dann gibt es so eine weiße Flower, so eine weiße Blume. Der sollte man auf jeden Fall vermeiden. Das nimmt irgendwie den UV-Schutz von dem Haut weg. Da haben wir auch welche gesehen. It's wild in the jungle in Holland. Fast wie Afrika hier. Biss gehabt. Aber auch wieder kein richtig hartes Ding, sondern ja. Oh, der war perfekt. Fisch. Ganz kleiner Zetti. Ich mache Handlandung, ist ja erlaubt. So. Kleiner Böser. Hier ist er. Ich weiß nicht, ob ihr ihn sehen könnt. Ich schmeiße ihn direkt wieder rein. Hopp. Ah, ich denke, der Biss, den ich davor hatte, war auch sowas. Ich kann hier gleich weggehen. Die Brücke habe ich jetzt, also besser kannst du die nicht abangeln. Deswegen werde ich hier den Platz gleich verlassen. To be honest, I expected much more action. It takes way too long. I think the fish is really passive too. So I think we will do a move to a deeper spot to try and catch the zander, and if we catch that one, then we try another shallow part for our perch with crankbaits. So let's move. Den Spotwechsel bereits angekündigt, macht Ton doch noch einen Wurf an der Stelle, die er gerade verlassen möchte. Fish! Fish on! Small perch! I'm not sure if it's sizable. It's so close. Okay, but we should stay here though. I knew that we should stay a little longer. Please, buddy, do it for me. Yeah. Oh, man. 27 approved. I said we should change, but I wanted to do a few more casts and we caught a really small perch. But it is a perch, and now we will go. We will go to a hole where I know we could catch sanders. So let's move. On the way back we will fish 2 more spots where I know with this current we could expect to catch a zander, or we have a chance at least. Really small perch, but it is a perch. Let's go. Here he goes back. Such a hard fishing. Ein 27er Barsch, mit dem Ton sich auf den 2. Platz zurückkämpft. Enrico, der beim Barschangeln immerhin Fehlbisse und Aussteiger vermelden konnte, ist nach einer kurzen Session auf Zander wenig optimistisch. Ich sage zwar immer keine Gefühle beim Angeln, aber bei dem klaren Wasser habe ich beim Zanderangeln wirklich gar kein gutes Gefühl. Gestern war es erheblich drüber und dann kam ja auch der schöne 63er, aber das hier ist mir wirklich, das ist mir zu klar. Es ist auch sehr wenig Schiffverkehr, was natürlich auch dafür der Grund sein wird, aber da kann man einfach nicht stehen bleiben und denken, gleich beißt es. Ich habe auch die ganze Bude mit Multivibe abgeschmissen, in der Hoffnung vielleicht, dass irgendwo sich ein Barsch verirrt hat, aber leider nicht. Deswegen machen wir jetzt irgendwie eine Planänderung, mal was ganz anderes, ganz kurz. Einfach um zu gucken, das wäre dann tatsächlich ein Glückstreffer, wenn das gelingen würde. Aber jetzt müssen wir erstmal schnell zum Auto zurück und dann ein bisschen mit dem Auto fahren. Bis gleich. So, leider kein Upgrade. Jetzt wird erstmal die Zanderrute weggepackt. Wir gehen jetzt zum Hechtpoldern, weil der ist genauso wichtig, dass wir den verbessern. Zander läuft Medium, jetzt eben noch so eine Fritte da ja gefangen, aber vielleicht haben die Hechte Bock, beziehungsweise vielleicht finden wir auch einen, der Bock hat. Deswegen jetzt erstmal noch mal 2 Stunden poldern. Mal gucken, ob da einer kommt.
Köderfreaks, aufgepasst! Die Beta-Version wurde erfolgreich getestet und somit haben wir großartige Neuigkeiten für euch. Den Monats-Lure-Drop gibt es ab sofort für jedermann auch als Abo-Version. Je nach Abo-Länge kannst du zusätzlich zu der beim Lure-Drop ohnehin üblichen Preisersparnis weitere 10% Rabatt ergattern und was vielleicht noch wichtiger ist, kein Wecker mehr stellen, keine abgestürzten Server mehr, kein Leerausgehen und damit auch keine langen Gesichter mehr. Doch natürlich sind auch im Abo-Modell diese begehrten Schmuckkästchen streng limitiert. Du willst dabei sein? Check www.luredrop.de. Shimano hat die innovative Flashboost-Technologie entwickelt. Ob in Aktion oder bei einem Spin-Stop, es werden permanent Lichtreflexionen ausgesendet. Eine durch Federn im Kunstköder fixierte Spiegelfolie vibriert und erzeugt dabei diffuse Reflexionen. Selbst wenn sich der Hardbait nicht bewegt, vibriert die Spiegelfolie weiter und blitzt auf. Sie haucht dem Köder Leben ein und triggert Raubfische zum Anbiss. Das ist Flashboost. So Jungs, ihr seid ja dabei, ihr kriegen so mit, was da passiert. Barschhotter, Hechthotter, jetzt scheitert es am Zander. So, meine Taktik, ich bin wieder zurück da am kompakten Water. Fisch mit dem Dude, 5 Inch, gell? Ein gescheiter Happe. Ich mache aber noch ein Stinger drauf, weil ich habe keine Chance zu vergeben da diesmal. Als Farbe habe ich mir überlegt, weil er aufgeklärt hat, den habe ich vorhin schon gesehen. AU, 7 Gramm Kopf, ganz leicht. Und dann mache ich jetzt das Schmiss auf Schmiss und hoffe wirklich, dass wir vielleicht den Ende tockrigen für die Fullcard. Das wäre geil. Das würde mich richtig freuen. Mega. So, das ist schon wieder durchgesifft, Alter. Ihr seht's. Oh, das blutet schon wieder. Das wird noch. Oh, da geht's richtig ab, Alter. Geiler Scheiß. Noch vor der Siegerehrung lasse ich mich, glaube ich, näher. Oder tackern. Ja, mal sehen. Was für ein Service das sie zu bieten hätte. Ach Leute, es ist verhext heute. Es ist wirklich wie letztes Jahr im Zwischenrunde. Auf einmal ging gar nichts mehr bei mir. Aber man muss positiv bleiben. Da gibt es noch Zeit und es gibt auch eine Stunde extra heute. Und tatsächlich, wenn man Glück hat, kann Sachen auch schnell gehen natürlich. Was für eine Strömung, ja, ist Wahnsinn. Come on, Xanders. We need just one Xander. We have 2.5 hours left. And that sounds really easy, but not with these conditions. It's really sunny, the water is bright. It's kind of hard weather for Xander fishing, but we'll try to get one. No! What a bite! Look! Oh, oh! He took the tail. Look, with the bite, he smashed the tail right inside the bull teeth. We stay here. Xander are here. I know these conditions are good for this place. It was a good Xander. Pretty sure. What a bite! What a bite. Shit. Okay, but they are here. We need to calm down, keep fishing. That was a really hard strike. So, wir sind am Polder angekommen. Vielleicht erinnert ihr euch noch an den hier. Der hat mir ja schon mal einmal jetzt hier in der YPC 22 Glück gebracht.
der Tarpshed. Wenn das Video draußen ist, kommt er auch ungefähr raus. Ich hoffe, er bringt mir jetzt noch so einen Fisch. Wir starten jetzt hier, wir machen jetzt hier ein paar Meter. Ist jetzt mal was anderes, nicht mehr in der Stadt hier rumeiern, sondern ein bisschen auf den Feldern. Mal gucken, also wir wissen, dass es hier welche gibt. Man muss im Polder jetzt hier gar keine weiten Würfe machen. Die Fische stehen an den Seerosen und da kommen sie dann auch und man sieht den Biss eigentlich. Also deswegen gar nicht hier immer auf die andere Seite prügeln, das bringt nichts. Kostet nur Zeit, beziehungsweise auch Meter hier im Fluss oder im Kanal, Polder. Das ist gerade richtig brütend hier. Luftfeuchtigkeit 99% ungefähr. Da! Klein, kein Upgrade. Alter, war der schnell. Schüttel dich ab. Komm schon, Junge. Ein kleiner Esox. 45 hätte der. So, dich mal 2 jetzt. Und weg. Trotzdem Fisch ist Fisch, ne? Man muss sich auch über die Kleinen freuen. Auch wenn sie jetzt nichts bringen. Der Biss war geil. Der kam richtig schnell aus den Seerosen geschossen. War auch knapp, war wirklich nur der Jighaken, der ihn gekriegt hat. Gut, aber wenn der Große kommt, der macht halt die Luke auf und der verschwindet komplett. Die Wunderwaffe. Dude in Ayu bei dem klaren Wasser. Mega geil. Da geh schon mal wachsen, ja. So. Das ist er. So, ich habe mir da jetzt einer präpariert mit 7 Gramm. Bisschen schwierig bei dem Wind den Grundkontakt zu halten. Da. Jetzt mache ich noch einer fertig mit 10 Gramm. Ist es vielleicht Fisch ein bisschen easier. Ja? Gut. Aber einen Stinger machen wir trotzdem drauf. Ich denke, ich werde jetzt so eine halbe bis dreiviertel Stunde an diesem Spot verbringen. In der Hoffnung, dass ich hier einen Zander bekomme. Spot hat mir schon oft wirklich tolle Fische beschert. Allerdings auch hier das Wasser relativ klar. Es ist aber hier so ein bisschen gemischt, weil hier so eine Schleusenausfahrt ist. Und was mich sehr freut, ist, dass ganz schön Strömung immer wieder drauf ist. Wenn halt die Schleuse aufgeht, dann wird hier Schleusenwasser rausgepumpt und dann ist hier richtig Druck drauf. Ich fische jetzt hier mit 15 Gramm. Bleakshad 9 cm in der Farbe Ayu. Und vielleicht wechsle ich aber gleich noch auf Purple Rave. Ist vielleicht die bessere Farbe, aber beide Farben gut. Ayu relativ natürlich, Purple Rave ein bisschen kontrastreicher und UV-aktiv im Bauch. Aber mal sehen. Also jetzt hier erstmal eine halbe bis dreiviertel Stunde Vollgas geben. Konzentriert sein, fokussiert sein, scharf sein und dann kann es was werden. Now we have him. Woo! Fuck yes! What a bite! I think it's a perch. Yeah, it's a perch. But what a bite! It's a good perch. Yeah! Yes! Come on! Oh, that's a 45, baby. Really big perch. We wetted the measuring board and then we should keep on fishing because I lost 2 Zanders and this one took in the shallow a big perch. Ah, this one was important. This one was important. And he smashed the lure. Look. Oh, so hard hooked. Bulties. The bait. 46. Hold on. 46 approved. All right. So guys, really important fish for me. I lost a big zander. I'm sure it was a zander. And then 2 bites, which I knew were perch, and we got him. 46 centimeters. Really important for me. I get rid of the small perch.
and now I really should catch a zander. Then I think we will make it today. So let's release him because it's warm and we don't want him to get in trouble. Oh, what a perch. What a perch. Ja! Come on! Nicht der erhoffte Zander, doch ein 46er Barsch macht Ton natürlich ebenfalls sehr glücklich. 240 Punkte. Fängt Ton einen maßigen Zander, überholt er, Stand jetzt, Tabellenführer Jonas. The lucky bait, again, bull tees, 9.5 centimeter in the color Sparkling Chartreuse. Some kind of a sparkling green color. Let's go. I think the fish are active now because of the current. So it's our time to catch some zander. We really need one zander. Der Abschnitt ist beangelt, wir wollen weiter. Ich hätte mir hier einen mehr erhofft, aber der kam nicht, beziehungsweise der kam ja, aber ich hätte mir den gerne in 20 cm, 30 cm mehr erhofft. Einen langen Polder, wo überall Fisch sein kann, kommt jetzt. Mal gucken, ob wir da einen größeren noch euch präsentieren können. Wäre ein Träumchen. Keine Ahnung, also es läuft jetzt eher zäh, es fing hier gut an, aber jetzt das ganze Stück, was eigentlich ziemlich heiß war, kein Kontakt, kein Biss. Deswegen Abschnitt wechseln, weiter probieren. Das ist ziemlich frustrierend, aber kann man leider nicht ändern. Klar, ich könnte jetzt wieder die Gewässer ändern, aber ich habe Vertrauen in dem Gewässer, ich habe schon hier gut gefangen. Es bringt jetzt nicht zu viel rumzufahren, die Zeit läuft weg. Ich würde gerne einfach an dem Gewässer bleiben. Ich mag diese Topwater-Anglerei und es kann jederzeit passieren, dass auf einmal fangen die an wirklich zu beißen aus irgendeinem Grund. Irgendwas ändert sich leicht mit den Bedingungen und auf einmal beißen die. Und ich hoffe, das passiert echt bald, weil so eine Biss ist immer ziemlich gut für eine Motivation. Mann, yes! Yes! Fucking yes, Mann! Sorry! Boah, ich habe gesehen, wie der rauskam, den Spinnerbait hinterher ist. Und von da bis dahin ist er gefolgt und dann auf einmal kam. Ja! Und es kam nicht mal so ein schlechter. Boah, das war irgendeine Mücke. Sorry. 77, wie gestern. Okay. Der will sofort weg. So. Boah. Verdammt. Jetzt müssen wir schnell weiter zu den Zandern. Aber Toni will wahrscheinlich wissen, dass ich einen Fisch gefangen habe. Patricks eiliger Spotwechsel vom Kanal zum Polder macht sich auf Anhieb bezahlt. Mit dem 77er Hecht in der Wertung springt er auf den 3. Platz. Patrick fehlt jetzt nur noch ein Zander für die Full Card. Ein bisschen Zeit muss man sich natürlich nehmen. Tut mir leid, Leute, ich bin jetzt gerade sowas von aufgeregt und durch den Wind und chaotisch. Aber ich will euch natürlich nicht enthalten, womit ich ihn gefangen habe. Und zwar war das der Foxfish Spinnerbait mit einem kleinen Slickshad als Trailer. Das ist die leichte Variante, müsste 10 Gramm sein. Ja, dann passenderweise der Loose Custom Speed Stick, also Custom Light Speed Stick, Bladed Jig Square Bill. Dazu möchte ich euch noch etwas sagen. Diese Routen haben eine Angabe, wofür sie gedacht sind. Ob da jetzt Bladed Jig drauf steht oder Jerkbait. Also wenn ihr sie seht, dann steht da meistens Loose Custom Light Speed Stick Jerkbait. Oder Jerkbait ist für amerikanisch die großen Twitchbaits. Oder Bladed Jig, also Chatterbaits. Topwater. So zum Beispiel. Und die Gewichtsangabe steht dort Lure Weight.
Lurwert 1/4 bis 5/8 Unze, das, ich habe es jetzt nicht im Kopf, aber ich glaube 5/8 Unze ist um die 18 Gramm. Das ist nicht das Wurfgewicht, das wäre Casting Weight. Lure Weight bedeutet Ködergewicht. Das bedeutet, diese Rute ist ausgelegt für Bladed Jigs und Square Bill Crankbaits. Square Bill sind die mit der rechteckigen Schaufel. Mit einem Gewicht von 1/4 bis 5/8 Unze, also bis ca. 18 Gramm, glaube ich, war das. Aber sie hat mehr Wurfgewicht. Wenn jetzt zum Beispiel ein Köder verwendet, der nicht so viel Druck macht wie ein Chatterbait oder ein Crankbait, sondern so, sagen wir mal einen ganz normalen Chat, ein Jigkopf eingeleiert, kaum Widerstand, da könnt ihr auch mehr damit fischen. Dann funktionieren auch 25 Gramm. Weil werfen kann die mehr. Es geht einfach nur darum, welchen Ködertyp bis zu welcher Gewichtsklasse optimal mit dieser Route zu führen ist. Also unterscheide bitte immer zwischen Casting Weight und Lure Weight. Und jetzt geht's auf zum Zandern. Drückt mir die Daumen! So, wir sind am nächsten Hechtpolder angekommen. Wir können hier locker die Zeit, die wir jetzt noch haben, also wir haben noch 1 Stunde und 40 ungefähr, nicht ganz, können wir hier noch verbringen. Also dafür ist das System jetzt lang genug. Sollte unerwartet doch noch ein großer Fisch jetzt irgendwie in der nächsten Stunde meinetwegen kommen, dann würde ich auch noch mal umswitchen und tatsächlich noch mal auf Zander gehen. Aber auch wirklich nur, wenn es ein Fisch über 80 ist. Ansonsten bringt es nichts. Also die Chance auf den Zander ist natürlich wieder gegeben. Ich würde auch die Plätze, die wir heute schon hatten, anfahren, wo ich eigentlich ganz stark davon ausgegangen bin, dass da einer kommt. Aber wie gesagt, jetzt ist Polderangeln, hoffen, dass hier irgendwo ein größerer Hecht kommt. Sind einfache Punkte. Wir schauen einfach mal. Hecht, Hecht, guter Hecht, Meterhecht, Meterhecht. Ausgestiegen, der holt ihn sich wieder. Komm, 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 komm. Ausgestiegen, Meterhecht, ausgestiegen. Hast du ihn gesehen? Fuck! 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 Ah. Trotzdinger, Alter. Meterhecht, Alter. Porca Miseria, das gibt's doch gar nicht. Erst geklickt und dann kommt auch noch Pech dazu. So einer. Noch irgendwelche Fragen? Fuck doch ab, Alter. Fuck doch ab. Ich habe aber echt geklickt, oder? Gute Meter, Meter auf jeden Fall. Und massiv gebaut halt auch. Vielleicht sogar 1,10 Meter. Ich habe ihn ja genau gesehen von oben. Ich habe gesehen, wie er ausgestiegen ist. Er war sauber gegangen und dann hat er sich so weggedreht. Und dann ist er auch ein massiv gebauter Fisch. Echt geil. Und auf was wieder? Hä? Auf den Dude, Alter. Der fängt einfach alles. Das ist einfach so. Mit Dude fängst auch du. Fish! Fish! Oh! A fish took it while I was shooting it out. Look. What? What? So there is a sharp edge and I was stuck. So what did I do? I shot the bait out, of how to say. And while I was doing that, a big fish grabbed my lure. Of course I couldn't hook it, but it's quite clear on the GoPro, I think. There's so much fish active. It was again a big perch though, on the edge. Pretty sure. That's so crazy. What is happening? No, it's a perch, I think. Again. No, Xander! Big Xander! There is he! Woo! Yes! Full card!
Yes, 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 a big full cord. I hope it's not 60 because then I have to swim. I knew we should stay here. I knew it. We got him, guys. We finally got him. I know this spot works really well. If there's current from the left, then it takes some dust in the river. And it makes like a small place where it's less visible, where it's less clear water. And I already lost 2, but now I have him. And I think it's a good one. Again on the bull tees, of course. Let's measure him quickly. Let's first put him in the net and wetten the measuring board quick. I think I'll have to swim because it looks bigger than 60. It's a really good one. Oh, I have to swim. We got it. We fixed it. A big zander and a big perch. I knew we did a few choices today that were not right, but this one fixes everything. And we will just stay here and keep casting because I think we can upgrade even a fish with a big perch maybe. Really nice zander, 63 centimeters. And we will release him because it's cold. It's warm, of course, cold. I'm totally shaking. Finally the full cord, let's release him. There he goes. As I told you before, if you want to release a zander, put it back quickly, hold it like this, and then drop the head in the water and it will swim off. We made it, guys, we made it. We got what we were coming for to this spot, big fish. Both zander and perch. I'm satisfied. Ein toller Zander und ein großer Schritt Richtung Finale. Ton hat ein starkes Board, doch da ist er nicht der Einzige. Jonas hat ebenfalls die Fullcard und auch Patrick und Markus haben eine gute Ausgangslage für die Schlussphase. So, wie der aufmerksame Zuschauer weiß, fehlt mir noch der Zander. Deswegen habe ich mich jetzt für die letzten 1 Stunde und Pi mal Daumen 10 Minuten jetzt wieder an den Kanal begeben, wo ich in der ersten Runde am Ende die kleinen Zander und einen maßigen hatte und noch einen Barsch. Und zwar mit dem Netrig. Und genau das ist jetzt auch mein Plan. Ich werde wieder mit Netrig fischen, weil ich aber dummerweise abgerissen hatte mit der Route, als ich am anderen Kanal war vorhin. Muss ich jetzt schnell alles neu binden. Sogar das komplette Programm, sprich Fluorocarbon, dann den Wirbel dran, Titan dran, weil ich werde hier kein Risiko eingehen wollen und ohne Stahlspitze fischen, weil das ist mir einfach zu krass. Wenn ich jetzt noch einen Hecht verliere durch Vorfach durchgebissen, dann glaube ich, kannst du mich in die Tonne treten. Ich bin mega zufrieden mit dem, was bis jetzt gelaufen ist. Ich meine, für die Umstände kann ich mich echt nicht beklagen. Sehr viel Psychospielerei, weil man macht sich halt doch viele Gedanken, aber ja, ich werde weiterhin mein Bestes geben. Was bei rumkommt, das kommt bei rum. Und wenn es ausreicht, dann darf ich mich mega extremst freuen. Und wenn es nicht ausreicht, dann freue ich mich trotzdem, dabei gewesen zu sein und eine geile Zeit wieder gehabt zu haben und ja, und gefangen zu haben. Ich habe Fische gefangen. Das ist geil. Macht Spaß. Fische fangen macht Spaß. Ich weiß nicht, wer das gesagt hat. Das ist ein amerikanischer Bass Pro. Der hat in meinem Interview gesagt, Angeln ist scheiße. Fische fangen ist geil. Da ist einer, den habe ich das Ding auf den Kopf geworfen. Ich rede die ganze Zeit davon. Ne? Leider auch kein Upgrade. Muss ich ihn rausholen. Ich lasse ihn hier mal im höheren Gras, das ist ein bisschen besser. Guck mal, jetzt ist der Haken raus. Ich möchte lieber den, der da hinten auf seinen Schwanz gebissen hat. So. Ein richtiger kleiner, guck mal hier, das ist kein Hecht, ey, weiß ich nicht, was das gewesen ist. Ist aber beidseitig, also, aber sind zu große Wunden. Oh, kleines Baby. Nur aber. Den habe ich das Ding auf den Kopf geworfen. Ich habe die ganze Zeit gedacht, ey, hatten wir doch schon mal. Das Ding ist aufs Wasser aufgekommen und hat gleich zugebissen. Ich dachte zuerst, das wäre der Schilfhalm, der da noch steht. Gut, weitermachen.
Ja. Achtung, weg. Wegbleiben vom Rand bitte jetzt, von der Brücke, okay? Okay, das ist nicht der von vorhin, aber das ist ein schöner Fisch. Auch wieder 65er, 70er vielleicht. Ah. Hechtkanal, Alter. Hechtkanal. So. Und dann sind wir bei 81 cm. Diesmal steigt der Hecht nicht aus und Markus holt sich einen großen Hecht beim Zanderangeln. Nun sollte es aber langsam ein Zander werden. Ein 66er würde ihm momentan zu Platz 2 reichen. Enrico glaubt an seinen Zander heute nicht mehr. So Leute, da wo ich angefangen habe, da werde ich heute auch aufhören. Ich hoffe einfach, dass ich noch einen schönen Barsch vor die Kamera zaubern kann. Nicht nur für mich, sondern auch für euch, damit ich hier das Ganze würdevoll abschließe. Und das mache ich jetzt. Also drückt mir mal die Daumen, dass es zumindest damit klappt. Fish? No, not a small fish. Big fish, big perch. Big fish. Really big fish. Big perch. Yeah! There was one swimming behind as well. This is even bigger as the previous one. Man, the spot is on fire. It's really on fire now. Oh! Yes! I think it's a 50, man. Oh, it was hooked so good. Again on the bull teeth. No, it's not a 50. 49, I say. It is a 50. 51. It's crazy. We caught a 51 centimeter perch. A 51. This one is going to upgrade us a lot. It's crazy. The spot is on fire. I knew the current is right now. Everything was right, and we caught a 46, a 51, and then a big sander in just a few times. I don't know what to upgrade now. We will go back to the car, have a drink, and probably drive to a polder because we can't upgrade this perch. What a crazy fish. Oh man, I worked so hard for it today. I cranked myself into the death in this hot weather, but it paid off. And in the end, it was, again, the bulties who brought the fish in the sparkling chartreuse color. So really, really impressive fish. Let's get him back. Crazy. I don't know what to say. I really don't know what to say. I trained so hard for this competition. I've been everywhere in Holland, walking 30 minutes to hidden spots, and it paid off. We will probably head towards a polder to try and upgrade the pike, but my day is already
great, I mean. Oh, crazy. Tons Freude ist mehr als nachvollziehbar, denn spätestens mit diesem Traumfisch sollte klar sein, das YPC-Finale 2022 wird mit Ton van Ham stattfinden. Doch wer begleitet ihn? Jonas, Patrick oder doch Markus? Ein Riesenschwitz, aber leider nicht um die Tabellenführung. Nur wegen der Hitze. Das ist nicht der Riesenschwitz, den man gerne haben möchte. This tastes good. In this hot weather we have been walking so far. We have been grinding for perch and yeah, it just paid off. So we deserve a quick ice cream and a cold drink, because otherwise we wouldn't have been able to go through, I think. We have still 1 hour and we will try to get some topwater action on a shallow spot. I know there is some asp there. We will see what happens, and afterwards I think I have to go swimming. I promised, so all right, we will see. Liebe Angelfreunde, von 25. bis 27. November findet Deutschlands größte Angelmesse, die Angelwelt in Berlin, statt. Am Stand von Hecht und Barsch.de könnt ihr etliche YPC-Angler treffen. Dietmar Isaias, Luis Mendes und Christian Wienecke. Patrick Marable, Lukas Ripplinger und Toni Weisse. Ton van Ham und Sami Muib aus Belgien. Clemens Frank und Johannes Höfner aus Österreich. Daniel Andriani und Enrico Di Ventura. Sowie Frédéric Julien aus Frankreich und Paolo Baraggioli aus Italien. Und auch auf den anderen Ständen findet ihr viele Angler vom YouTube Predator Cup. Dustin Schöne, Felix Wegesser bei Nace. Johannes Dietl und Markus Eule bei Zeck. Tobias Eckwer bei Stroft. Henrik Haag, Veit Wilde, Freddy Habert oder Ken Jobe. Und viele weitere Angler und Anglerinnen freuen sich auf euren Besuch. Und am Sonntag um 14 Uhr gucken wir gemeinsam die erste Folge des YPC Bank Finales und lassen die Bombe platzen, wo das Finale stattfindet. Let me the time to get out the boat of the water, take a plane to Berlin, and I see you at the fair. The streets feel love, we're mixed with life, goes down, blown down, and life shines bright. Scotty, der erste steckbare Gasgrill der Welt. Die Shimano Week im Hecht und Barsch.de Online-Shop geht in die zweite Runde und wir setzen noch einen drauf. Dieses Mal können gleich 2 von euch eine Traumreise mit Getaway Sea Angling im Wert von 4.000 € gewinnen. Für jede ausgegebenen 50 € für Shimano-Artikel in unserem Online-Shop gibt es vom 13. bis zum 21.11. ein Los für eine Traumreise ins Angelparadies deiner Wahl, wie zum Beispiel auf die Malediven, nach Panama oder nach Madagaskar. Etliche hochwertige Shimano-Artikel warten bei uns im Shop darauf, von dir in Lose umgewandelt zu werden. Den Link zur Shimano-Kategorie findest du in der Videobeschreibung. So, die letzte Stunde ist angebrochen. Es ist kein großer Hecht gekommen. Also einen kleinen habt ihr gesehen wahrscheinlich. 2 kleine sind noch vorne vorbeigeschossen. Also jetzt nichts, was man hätte beackern müssen bis zum Abwinken. Das wäre kein Upgrade gewesen. Ja, es geht weiter hier. Polder, 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 weil das ist jetzt noch, also die Fische sind jetzt ja nicht scheinbar komplett zugenagelt, daher
angeln wir jetzt weiter auf dem Hecht. Also das Gewässer als solches hat definitiv das Potenzial, auch einen größeren als 69 zu beinhalten. Und daher machen wir das hier weiter. Kann ja bei jedem Wurf kommen, dann könnten wir jetzt losrennen, dann müssen wir alle rennen, dann rennen wir zum Auto zurück und gehen nochmal Zander angeln. Aber ich gehe davon aus, dass ihr uns die letzte Stunde hier sehen werdet. Jungs und Mädels, die letzte Stunde, Alter. Bin ich mal gespannt, was da noch passiert. Vielleicht, wissen ja, wird gefischt bis 17 Uhr ends, egal was der Kameramann sagt. Wer Zander hätte ich mal nicht verdient, schreiben Sie mal in die Kommentare. Jetzt mal ohne Scheiß. Zander hätte ich mal halt verdient. Echt. Echt. Zander. Jetzt darf er nur nicht aussteigen. Kann besser sein. Ist jedenfalls gut am Bocken. Ja, das ist ein schöner. Wow! Wow, 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 wow! Das sind der Phase. Alter Schala! Wow! Wow! Ist das crazy? Ist das crazy? Alter! Ich geh kaputt, ich geh kaputt! 60 plus definitiv. Bin ich mir sicher. Das ist ein guter Fisch. Guter Fisch. Oh, Alter, der ist gut. Schon 68. Auch mal was zu den Köder sagen. Das war der Swimming Caffeine Chat. Nur mit einem Paddletail. Die kleinere Variante, ich glaube 3 Inch. In KVD Magic. KVD ist Kevin Van Dam. Das ist der wohl erfolgreichste Profi-Angler in der Bestszene in Amerika. Millionen von Preisgeldern gewonnen. Richtig guter Typ, der echt viel drauf hat, und der arbeitet halt mit Striking zusammen und hat da seine eigenen Farben auch entworfen, wie halt hier KVD Magic. Und die Farbe finde ich auch wirklich Magic, weil sie hat mir jetzt gerade zum Beispiel ein Magic 68er Zetti gebracht. Yes! Weitermachen! Noch ist nichts entschieden. Ich habe noch Verbesserungspotenzial. Mein 4. Fisch ist ein kleiner Barsch. Jeder maßige Zander, glaube ich, übertrifft einen 32er Barsch, 26er Barsch mit gerade mal 52 Punkten, und ich glaube Mindestmaß Zander ist 42 mal 1,3, das bedeutet 42 plus 12 sind wir schon mal bei 54, kommen ein paar gequetschte, also 54 sind mehr als 52, jeder Zander hilft mir noch mal weiter. Super Zander für Patrick, und nachdem er die Tabelle fast den ganzen Tag angeführt hatte, ist Jonas zum jetzigen Zeitpunkt plötzlich raus. Doch noch kann er zurückschlagen. Ihm bleibt etwa eine halbe Stunde und Patrick ist keine 10 Punkte entfernt. Ein 79er Hecht würde also reichen. We do one more move. We go to the big Zander spot quickly. I mean the hole. We don't need much time, it's only 6 minutes driving from here, so let's do some last casts there for Zander. I know that we can catch a really big one there. Oh, let's do that.
Da ist noch der Schwall. Die beißen nicht gut. Keine krassen Bisse, die hängen sich nur rein. Schade. War bestimmt auch ein großer Fisch, aber der dritte Barsch, den ich heute verliere. Und einen Nachläufer. Ach, Leute. Ärgerlich, aber naja. Letzte halbe Stunde. Ich gehe noch mal eine Runde schleppen. Das hat einfach die höchste Wahrscheinlichkeit, Hecht, Zander, Barsch, alles zu fangen. Jetzt die Fische hier suchen mit Jiggen ist mir zu aufwendig. Weil ich weiß, dass sie jetzt hier extrem verstreut sein können. Hier ist ein Hotspot, aber ansonsten extrem verstreut und da braucht man doch meistens so einen Schnitt 1 Stunde, um einen Fisch zu finden und dann ist das Schleppen effektiver. Und ich muss auch zugeben, ich kann nicht mehr wirklich konzentriert jiggen. Kopf brummt schon und Schleppen ist dann schon ein bisschen stupide einfacher. Das ist ein geiles Gefühl, wenn die Matte nach Fisch stinkt. Naja, geil ist der falsche Ausdruck. Ich habe keine amorösen Anwandlungen deswegen. Aber das ist ein cooles Gefühl. Das passt schon besser. And let's walk. Keine Idee, ob ein großer. Nee, relativ kleiner. Könnte aber ausreichen, um mich zu verbessern. Jo, ist drin. Läuft. 30 könnte er ganz knapp haben. Ja. Der wurde definitiv schon mal gefangen, das ist nicht alles von mir. Oh, das hat sogar 32. Und jetzt zurück mit den Kerlchen. So. Yes, man! 6 cm mehr, 12 Punkte mehr, 325 müssen das sein. Boah. Kranker Tag. Ist das geil. Und wieder die richtige Entscheidung getroffen. Einfach mal eine Runde schleppen. Also heute muss ich sagen, fast alle Entscheidungen haben Fisch gebracht. Hätten eigentlich auch alle, hätte ich den ersten Hecht nicht verkackt. Dann hätte ich, also muss sagen, echt guter Tag. Wirklich guter Tag. Ein 12-Punkte-Upgrade für Patrick, doch es war nicht der letzte Fisch des Tages. 2 haben wir noch. Fish! Birch, I think. Yeah, nice perch. So cool. Not an upgrade for us. It's definitely 40 up. I think something like 42, 43. But really cool and hard strike on the bull tees. We will put it back. All right, fish on. Let's continue fishing. Fish. Small fish. Very small fish. Small zander. Not sizable, but another fish. Bull tees delivers, always. Always. Undersized zander. There we go. Crazy.
Das war der letzte Wurf des YPC 2022 für mich. Da gehe ich mal schwer von aus. Also mit 2 Hechten glaube ich nicht, dass ich es in die nächste Runde bzw. ins Finale geschafft habe. Leider sehr viel Pech gehabt auch, viele Fische verloren. Ich war mir schon ziemlich sicher, dass ich heute irgendwie einen Barsch bekomme. Und die Möglichkeiten waren noch genug, aber am Ende bin ich schon sehr enttäuscht, dass das nicht heute Morgen direkt geklappt hat mit dem Barsch, weil dann hätte ich viele Ideen gehabt für Zander. Auch ein bisschen weiter weg. Aber so, ohne den Barsch, wollte ich mich überhaupt nicht wegtrauen hier von diesem Platz. Ich bin sehr gespannt, was die anderen gefangen haben. Ich glaube nämlich auch da war es nicht einfach. Ich glaube nicht, dass viele Leute sehr gut gefangen haben. Ich gehe mal davon aus, dass Ton und Patrick weiter sind. Aber auch die anderen sind natürlich nicht zu unterschätzen. Denn nicht nur Patrick und Ton können angeln. Die anderen haben auch bewiesen, dass sie angeln können. Von daher, ich bin sehr gespannt, wie es ausgegangen ist. Freue mich aber auch jetzt auf ein Kaltgetränk, Füße hoch, duschen, Schnauze halten. Vielen Dank fürs Zusehen. Ich würde sagen, wir sehen uns spätestens beim nächsten YPC Ufer. Ansonsten nicht vergessen einzuschalten. YPC Bass, YPC Boat. Wir haben eine ganze Menge geile Sachen dieses Jahr für euch im Petto. Also dranbleiben, fleißig den Kanal abonnieren. Ich bin raus für heute, aber nicht für immer. Wir sehen uns. Bis dann. Ja Leute, der Wecker hat geklingelt. Das bedeutet, das Spiel ist aus. Es war anstrengend auf jeden Fall. Ich bin zufrieden, definitiv. Ich habe eine Full Cut gemacht. Der Hecht ist zu klein, das ist ein bisschen ärgerlich. Also bei der starken Gruppe, die wir jetzt hier haben, wird das nicht ausreichen, um in das Finale zu kommen. Also das glaube ich auf keinen Fall. Dafür haben wir wirklich zu gute, zu starke Angler, die sich hier bestens auskennen. Hat mir super Spaß gebracht. Ich kann mich nur wieder bedanken bei dem Mann hinter dem Kameramann Janne. Janne war die ganze Zeit an meiner Seite, hat die ganze Zeit mich unterstützt, mir geholfen. Das ganze Team Quantum, André besonders zu sagen, guter Zusammenhalt, was wir erlebt haben, wie viel Zeit wir hier investiert haben, wie viel Zeit sich andere auch Urlaub genommen haben, um hier mitzumachen, mir zu helfen. Hut ab, cooles Team, bin ich gerne drin. Danke auch Hecht und Barsch, dass ich teilnehmen durfte. Ich hoffe, ihr als Zuschauer hattet auch Spaß. Ein paar Fische konnte ich euch ja doch zeigen. Vielen Dank fürs Zuschauen. Ciao, ciao. Alter, jetzt brauche ich alles. Ein Kipp, ein Bier, eine lustige Zigarette und am besten noch eine Fußmassage. Alter. Schade, das ist Angeln. Wer so viele Fehler macht wie ich, hat es verdient auszuscheiden. Hecht aufgeschreckt, Zander ausgestiegen, Hecht ausgestiegen. Angeln ist und bleibt Angeln. So Jungs, mit dieser mageren Leistung wird es leider nicht reichen, ohne Full Card. That's the way. Es war trotzdem ein geiles Turnier. Ich verabschiede mich und ich hoffe, wir sehen uns irgendwann mal am Wasser. Bis dahin, ciao. We had a really good day, but only a few spots that worked really properly good. We went to the spot that produced big perch and zander in training as well, and it paid off. It paid off. We caught a 46 centimeter perch, then a zander 63, another perch 51. So really nice. I want to thank Westin again for the opportunity to take part in such a lovely competition. It's not really good for my heart, and I think I'll die a few years earlier, but it was a lot of fun. So thanks for watching again, and we'll see you at the prize giving. Ja, ich würde nicht sagen, es ist der erste Angeltag so in meinem Leben, das wäre gelogen. Aber es ist natürlich immer bitter, wenn man schneidet. Passiert immer wieder. Manchmal hat man echt geile Tage, so wie in der Vorrunde. Genau hier auf dem Gewässer, auf Topwater, 1,5 Meter, war so ein geiles Erlebnis. Und ein paar Tage später kriegt man richtig auf die Fresse sozusagen. Aber so ist es mit Fishing. Das ist quasi the beauty und das ganze Charme, finde ich, beim Angeln. Man weiß nie wirklich, was kommen wird. Und das ist halt der Reiz. Trotzdem, es hat mir wirklich Spaß gemacht. Heute nicht ganz so sehr, sage ich mal, die Tage davor. Trotzdem hat es Spaß gemacht, mit Timmy hier ins Wasser und generell in der Natur zu sein und zum Angeln. Natürlich ein paar Fischer hätte auf jeden Fall weitergeholfen, um sage ich mal, den Tag wirklich sehr schön zu machen. Congrats auf jeden Fall an dieser Stelle an die 2 aus der Gruppe, die jetzt weiterkommen ins Finale. Ich hoffe, es hat euch Spaß gemacht.
Ich habe versucht, euch ein bisschen zu entertainen, auch, sage ich mal, ohne Fisch. Wahrscheinlich habt ihr nicht so viel davon gesehen und nicht so viel von mir in den letzten 2 Sendungen. Ich habe echt nicht viel Fisch zu bieten gehabt. Vielen, vielen Dank für die Unterstützung. Ich würde wieder natürlich weiter dabei sein in weiteren Turnieren im Laufe des Jahres. Und in einem oder anderen Video natürlich auch bei uns auf dem Kanal. Viel, viel Spaß noch bei der YPC und wir sind alle gespannt zu sehen, wer gewinnt die Pokal dieses Jahr. That's it from my side. Ciao Leute. Ich bin sehr zufrieden. Es hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mache mir schon ein bisschen Hoffnung, dass es reicht, aber in Anbetracht dessen, wie viele Fischkontakte ich zum Ende hin hatte, glaube ich, werden einige gute Fische gefangen worden sein. Und deswegen gehe ich eher davon aus, dass es eine knappe Kiste wird oder was weiß ich werde es gleich wissen. Zum Abschluss noch Folgendes. Nach dem letztjährigen YPC oder Ausstrahlung bekam ich so viel geiles Feedback, so viele tolle Kommentare, Nachrichten und ich möchte mich herzlichst bedanken. Es hat mir eine wahnsinnige Freude bereitet. Es war unfassbar, so viel positive Reaktionen zu kriegen und ihr alle vielen, vielen Dank. In dem Sinne, ja, ab zur Preisverleihung. Allzeit Lines. Haut's raus, Leute. I forgot something. I said in the car, if I catch a perch of 40 and a zander above 60, I'll go swimming. So the cameraman, of course, reminded me to that. And but a promise is a promise. Here we go. Oh. Actually, it's quite good in this warm weather. Are you serious? A bit of fun after YPC. First cast. Nice zander. Let's put him back. Thank you guys for coming to the result announcement in the second group of the second round. We had 3 anglers from Belgium. All 3 made it to the second round and 2 of them go to the finals. Congratulations, Toon van Ham. Really impressive result again. For the second place, it was a pretty close race. Jonas was leading pretty much the whole day. Then Toon came, overtook him, and within the last hour, Patrick Marable overtook him as well and makes it to the final 4. Yes! Yes! Die 4 Finalteilnehmer stehen fest. Landry Rosens, Luis Mendes, Toon van Ham und Patrick Marable werden in einer 3-tägigen Challenge an einem Ort, an dem alle 4 noch nie gewesen sind, unter sich ausmachen, wer YPC Bank Champion 2022 wird. Wo das sein wird und wer im Finale den besten Start erwischt, erfahrt ihr am kommenden Sonntag entweder gemeinsam mit uns beim Public Viewing auf der Angelwelt in Berlin oder am heimischen Bildschirm ab 18 Uhr. Ihr könnt gerne schon mal in den Kommentaren einen Tipp abgeben, in welchem Land der Pokal 2022 übergeben wird. Ciao.